So, hallo. Hallo und herzlich willkommen heute hier in meinem Wohnzimmer sozusagen. Herzlich willkommen bei dem Vortrag, den ich euch heute halten darf. Ähm, Es ist alles ein bisschen eine außergewöhnliche Situation. Es ist auch für mich außergewöhnlich, jetzt einen Vortrag hier in meinen Laptop hineinzusprechen, ohne Zuhörerinnenschaft. Ich hoffe trotzdem, dass es alles einigermaßen funktioniert und ich entschuldige mich auch gleich dafür, dass vielleicht weder Ton noch Bild super perfekt sind, aber ja, ich glaube, den Umständen entsprechend sollte es hoffentlich trotzdem passen. Das Wichtige ist, dass ich die Möglichkeit habe, euch trotz allem eben sozusagen etwas zu berichten und den Vortrag zu halten. Ich freue mich sehr über die Einladung auch, dass ich euch hier heute etwas berichten kann zur feministischen Praxis, die wir in LeFö haben, also sozusagen unser feministisches Tun und Handeln, unser Doing Feminism bei LeFö. LeFö, Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen, nennt sich unser Verein, unsere Organisation. Und ich möchte euch ganz am Anfang ein bisschen über die Geschichte, über die Gründung von LeFö berichten, weil auch so wahrscheinlich besser verstanden wird, wie es dann auch zu unseren Grundsätzen und zu unserer Arbeit sozusagen kommt. Also LeFö ist eine feministische Migrantinnen-Selbstorganisation. Also wir definieren uns eben auch als feministische Organisation, auch als antirassistische Organisation. Und LeFö wurde im Jahr 1985, also vor mittlerweile 35 Jahren, von lateinamerikanischen Flüchtlingsfrauen in Wien gegründet. Es war so, dass Ende der 70er Jahre und Beginn der 80er Jahre viele Geflüchtete aus den lateinamerikanischen Militärdiktaturen nach Westeuropa, unter anderem eben auch Österreich, gekommen sind. Und hier gelandet sozusagen haben sich einige von diesen geflüchteten Frauen zusammengetan, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die Notwendigkeit, sich selbst zu organisieren, war deswegen gegeben, weil es auch überhaupt keine anderen Unterstützungsangebote für exilierte oder geflüchtete Frauen gab damals. Und ganz am Anfang war sozusagen der vordergründige, also der Schwerpunkt, das vordergründige Ziel, dass sich die geflüchteten Frauen, die exilierten Frauen gegenseitig unterstützen im Migrationsprozess, im Ankommen hier in Österreich. Das heißt, es war vor allem Beratung und dann auch in Folge Bildung, die ersten großen Schwerpunkte, also Deutschkurse anzubieten und so weiter. Im Laufe der Jahre hat sich dann bezüglich der Zielgruppe auch etwas geändert. Es war dann so, dass eben durch auch die neoliberale Wende in den lateinamerikanischen Staaten, überhaupt in der eigentlich gesamten globalisierten Welt, eine weitere Migrationsbewegung in Gang gesetzt wurde, vor allem eben also es nennt sich auch die Feminisierung der Migration und Feminisierung der Armut. Das heißt, es waren vor allem Frauen, die dann migriert sind und dann vor allem eben auch nach Westeuropa zum Beispiel gekommen sind. LeFö hat das alles beobachtet, mitverfolgt und hat dann auch entschieden, die Arbeit auf die Bedürfnisse dieser neuen Gruppe von Migrantinnen, die gekommen sind, sozusagen auszuweiten und hat dann eben auch im Laufe der Jahre, ich werde dann später dazu noch etwas sagen, vor allem die Angebote immer wieder angepasst an die
an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Migrantinnen, mit denen wir sozusagen konfrontiert waren oder die zu uns gekommen sind. Genau, das heißt eben im Laufe der Zeit sind andere Zielgruppen und andere Schwerpunkte dazugekommen in unserer Arbeit auch. Unter anderem eben war es auch so, dass viele der Migrantinnen, die damals zu uns gekommen sind, in der Sexarbeit dann tätig waren, und nachdem es damals noch keine einzige Organisation gab, die sich diesem Bereich gewidmet hat, haben wir dann angefangen mit der Arbeit mit migrantischen Sexarbeiterinnen, und dann im Laufe der Jahre später, eben 1996, 97, hat das begonnen, auch mit der Arbeit mit Betroffenen von Frauenhandel. Ich werde dann später zu den einzelnen Arbeitsbereichen noch etwas dazu sagen. Was aber eben wichtig ist, und das zieht sich auch durch die Geschichte von LEFÖ durch, ist, dass LEFÖ die Arbeit immer wieder an die Bedürfnisse der Migrantinnen abgestimmt hat und eben dementsprechend unser Angebot immer ausgebaut, adaptiert, erweitert und verändert hat. So sind im Laufe der Jahre eben diese neuen und anderen Arbeitsbereiche dazugekommen. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir lernen von den Frauen, unseren Klientinnen, also den Frauen, die zu uns kommen, und wir bewegen uns mit ihnen mit. Genau. Jetzt, was sind die Grundsätze oder Handlungsanleitungen von LEFÖ, also nach welchen Prinzipien oder Leitlinien handeln wir? Grundsätzlich ist also eines der Prinzipien von LEFÖ, dass jede Frau ein Recht auf ein würdevolles Leben und eine respektvolle Behandlung verdient. Das bedeutet, dass wir uns für die Rechte von Migrantinnen einsetzen. Das war schon von Anfang an das primäre Ziel von LEFÖ, aber nicht in einer Stellvertreterinnenrolle oder so sozusagen, sondern eben wir begleiten und unterstützen Migrantinnen bestmöglich in dem Prozess, damit sie selber ihre Rechte einfordern können. Ganz am Anfang, wie schon gesagt, war vor allem die Unterstützung bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen im Vordergrund. Also viele der Frauen waren ja politische, geflüchtete Frauen, die Menschenrechtsverletzungen erlebt haben und so weiter. Aber es stand auch im Vordergrund, hier im Zielland eine Retraumatisierung zu verhindern, also zu verhindern, dass durch Rassismus, Sexismus, irgendwie die wiederholte Erfahrung von Diskriminierung wieder es zu einer Retraumatisierung kommt. Und genau diese Arbeit oder diese Leitlinie ist auch etwas, was LEFÖ durch die Jahre hin begleitet hat und weiterhin auch unsere Arbeit und unser Handeln strukturiert. Ja, also um diese Ziele zu erreichen, ist LEFÖ von Anfang an gleichzeitig auf zwei verschiedenen Ebenen tätig gewesen. Einerseits in der direkten Unterstützungsarbeit mit Migrantinnen, also in der Beratungstätigkeit, Begleitung, und andererseits auf politischer Ebene, um eben auch zu versuchen, die Strukturen und Gesetze zu verbessern und eben, wie schon gesagt, Sexismus bzw. Rassismus zu verhindern. Wir haben dabei im Laufe der Jahre Methoden, Strategien entwickelt, um konkrete praktische Unterstützung anzubieten, bei gleichzeitiger Unterstützung im Kampf um ihre Rechte, also um die Rechte der migrantischen Frauen. Ja, die Erfahrung der Jahre, eben 35 Jahre schon von LEFÖ, hat gezeigt, dass viele Probleme der Frauen
und Migrantinnen auf ihre rechtlose Situation als Migrantinnen zurückzuführen sind, nämlich auf die Abhängigkeit, einerseits bedingt durch den aufenthaltsrechtlichen Status, Abhängigkeiten aber auch eventuell vom Partner, Partnerin oder anderen Familienangehörigen oder von Arbeitgeberinnen und so weiter. Deswegen ist auch das Empowerment von Migrantinnen im Mittelpunkt unserer Arbeit und gleichzeitig eben der Versuch, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Migrantinnen zu verbessern. Wir unterstützen und begleiten Frauen im Migrationsprozess, damit sie eben ihre Rechte autonom und selbstständig durchsetzen können. Und die Arbeit von uns zielt auch darauf ab, eben Frauen Instrumente in die Hand zu geben, damit sie unabhängig Entscheidungen treffen können, also auch ihre Agency wahren können und damit sie aktiv in der Gesellschaft partizipieren können. Das bedeutet eben auch, dass wir Empowerment, Partizipation und die Selbstorganisation von Migrantinnen unterstützen und fördern möchten. Ja, genau, also ein bisschen was habe ich schon gesagt. LEFÖ eben eine Beratungsstelle für Migrantinnen in Österreich. Wir beraten, wir betreuen und begleiten Migrantinnen. Gleichzeitig bieten wir Unterstützung eben in rechtlichen oder psychosozialen, gesundheitlichen Belangen und wir setzen uns ein eben für Chancengleichheit und für Partizipationsmöglichkeiten von Migrantinnen in der Gesellschaft. Wir sind aber eben auch eine politische Organisation, das werde ich später noch ein bisschen ausführen und deswegen setzen wir uns auch öffentlich politisch für die Bereiche der Frauenmigration ein, auch für politische Bildung, Mehrsprachigkeit, Frauenhandel und Sexarbeit, die Bereiche, in denen wir tätig sind und wo wir eben auch im Laufe der Jahre unsere Expertise quasi gesammelt haben. LEFÖ hat unterschiedliche Arbeitsbereiche. Einerseits eben, wie gesagt, gibt es die Beratungsstelle für Migrantinnen aus Lateinamerika und für Spanisch- und Portugiesisch sprechende Migrantinnen. Das ist der Bereich, der am längsten existiert, also das war sozusagen der Gründungsbereich von LEFÖ, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Genauso das Lernzentrum für Migrantinnen, wo eben die Deutschkurse angeboten werden. Dann hat sich daraus, oder nicht daraus, aber dann hat sich im Laufe der Jahre auch der Bereich TAMPEP entwickelt. TAMPEP ist ein europäisches Netzwerk, wo LEFÖ von Anfang an mit dabei war. Und in dem Bereich bieten wir eben Informations- und Beratungsarbeit und Gesundheitsprävention für Migrantinnen in der Sexarbeit. Gleich dazu gibt es auch die IBF. IBF ist die Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels. Wichtig zu sagen, dass das zwei getrennte Bereiche sind bei LEFÖ. Das ist ganz zentral für unsere Arbeit und auch unser feministisches Verständnis, aber da werde ich später auch noch etwas ausführlicher dazu sagen. Und wie gesagt, haben wir auch den Arbeitsbereich der Öffentlichkeitssensibilisierungsarbeit und Lobbyingarbeit. Die 5 Arbeitsbereiche bei LEFÖ agieren zwar getrennt voneinander, also es gibt 3 Standorte in Wien zum Beispiel. Die IBF hat einen Standort, das Lernzentrum und die Beratungsstelle TAMPEP und Öffentlichkeitsarbeit sind in einem anderen Ort. Also es gibt unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Aktivitäten, aber dennoch basieren alle Arbeitsbereiche auf den gleichen Grundsätzen und teilen eben dieselben handlungsanleitenden Prinzipien, die ich vorher schon erwähnt habe. Ja, einen Moment, Entschuldigung, genau so. Also, ich habe versucht, bevor ich zu den einzelnen Arbeitsbereichen komme, immer davor ein bisschen etwas
zur feministischen Basis sozusagen zu sagen, auf der dann eben der Arbeitsbereich auch basiert, also unsere Praxis eben auch in unserer Beratungstätigkeit als feministische Organisation, so definiert sich LEFÖ eben, basiert jegliche praktische Arbeit bei uns mit unseren Klientinnen, mit den Frauen, die zu uns kommen, auf den feministischen Grundsätzen. Die feministischen Grundsätze, ein bisschen was habe ich vorher schon gesagt, aber eben konkret jetzt nochmal auch, was bedeutet das in der Beratungs- oder Bildungsarbeit von LEFÖ? Das bedeutet, dass wir die Frauen als aktive und handelnde Subjekte in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Das bedeutet eben auch, dass wir Frauen nicht als Opfer betrachten, nicht als schwache oder hilfsbedürftige Personen. Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, Frauen zu helfen oder zu retten, sondern wir möchten ganz im Gegenteil Frauen eben Werkzeuge vermitteln, Instrumente in die Hand geben, damit sie selbstständig, eigenständig handeln können. Gleichzeitig wissen wir, und das ist eben das Besondere auch von LEFÖ, wir setzen immer jegliche individuelle Situation von Klientinnen, die zu uns kommen, auch immer in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext. Es geht uns eben auch darum, aufzuzeigen, dass strukturelle Gewalt existiert, dass Machtverhältnisse existieren, restriktive Rahmenbedingungen und dass wir die auch in den Blick nehmen, auch in den individuellen Situationen der Frauen, die zu uns kommen und auch in den Beratungen thematisieren. Mit dem Hintergrund auch klar zu machen, dass nicht die einzelne Frau, die sich gerade in einer Problemsituation zum Beispiel befindet, schuld unter Anführungszeichen eben ist an ihrer prekären Situation, sondern dass es gesellschaftliche Verhältnisse und Unterdrückungsmechanismen sind, die Migrantinnen in zum Beispiel prekäre Lagen bringen. Trotz dieser strukturellen Rahmenbedingungen und trotz dieser auch sehr eingeschränkten Handlungsspielräume, die sich daraus ergeben, ist es uns eben wichtig, und das versuchen wir in der individuellen Beratungs- und Bildungsarbeit in unserer Praxis, dass wir Frauen eben in ihrer Autonomie und Handlungsfähigkeit stärken, indem wir auch gemeinsam zum Beispiel Strategien entwickeln, wie diese Frauen ihre Agency oder Ermächtigung sozusagen wieder entwickeln oder bekommen können. Ja, eben in der Beratungsstelle für lateinamerikanische Frauen schaut das so aus, dass wir den Frauen, die zu uns kommen, Informationen natürlich geben. Wir unterstützen sie und wir fördern sozusagen das Empowerment oder versuchen das. Die Arbeit gliedert sich bei uns in 3 Bereiche. Wir haben einerseits sozialrechtliche Beratung, psychologische Beratung und Familienberatung, die auch soziale Aspekte juristisch und medizinisch abdeckt. Also wir haben eine Anwältin und eine Ärztin auch, die mit uns arbeiten. Die Beratungen sind ganzheitlich, also wir vertreten einen ganzheitlichen Beratungsansatz in der Beratungsstelle für lateinamerikanische Frauen muttersprachlich, also auf Spanisch eben, und unbürokratisch, niederschwellig, vertraulich, anonym. Die Frauen, die zu uns kommen, kommen mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen zu uns und wir versuchen dann bestmöglich auf die vielfältigen Lebenssituationen einzugehen und zu versuchen, Frauen bestmöglich zu unterstützen. Genau, wir bieten auch, wir bieten auch unterstützende Begleitung zu Ämtern und Institutionen an. Da geht es einerseits darum, dass wir natürlich sprachlich teilweise vermitteln, unterstützen,
aber auch eben eine Stütze insgesamt sein können in der Konfrontation mit Ämtern, Behörden, Institutionen. Wir organisieren auch Informationsabende zu gesetzlichen Aspekten wie dem Gewaltschutzgesetz oder dem Scheidungsrecht, Aufenthaltsrecht etc. Also alles Dinge, die in der Lebensrealität von den Migrantinnen wichtige Informationen sind, weil wir davon ausgehen, dass Informationen und Wissen ein Grundpfeiler darstellen dafür, um selbstständige Entscheidungen treffen zu können. Erst wenn ich meine Rechte kenne, kann ich auch die Rechte einfordern. Und wir organisieren Workshops, in denen Frauen aktiv teilnehmen können, sich gegenseitig stärken können, austauschen können und auch gemeinsam eben ihre Erfahrungen reflektieren können. So, genau, also abgesehen von der Beratungsstelle für lateinamerikanische Frauen gibt es eben das Lernzentrum für Migrantinnen. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist das auch eines der ältesten oder längsten Arbeitsbereiche von LEFÖ. Im Lernzentrum bieten wir ein breites Spektrum an unterschiedlichen Angeboten an, ganz zentral, dass sich auch alle Angebote an den Bedürfnissen der Frauen orientieren. Also wir bieten Basisbildungskurse an, das ist ein Schwerpunkt eigentlich unserer Arbeit, seit vielen Jahren schon Basisbildung anzubieten für eben besonders sozusagen benachteiligte Frauen, vor allem an Zielgruppen, die eben mehrfach diskriminiert sind, die in ihrem Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt und zur gesellschaftlichen Teilhabe besonders benachteiligt sind. Für diese Gruppen bieten wir eben Basisbildungskurse an. Wir haben aber auch Qualifizierungsmaßnahmen. Wir haben auch verstärkt jetzt online oder digitale Kompetenzen, die wir fördern sozusagen oder wo wir auch spezielle Kurse anbieten und Projekte machen diesbezüglich. Wir haben abgesehen davon eben auch das Angebot von Bildungsberatung. Also wir bieten auch individuelle Schulungs- und Beratungstätigkeit an für Personen, die eben insgesamt Unterstützung in der Bildungsberatung brauchen. Und ganz wesentlich ist eben auch, dass wir im Lernzentrum auch eine Art Kommunikationsraum haben. Das bedeutet, dass wir einen Raum bieten zum Austausch für die Kommunikation, Wissensproduktion und Weiterbildung, die die Frauen untereinander auch nutzen können. Und eben auch natürlich wesentlich, dass alle unsere Kursangebote mit Kinderbetreuung sind. Ja, nachdem wir ja in einer Migrationsgesellschaft leben, arbeiten sozusagen, setzen wir uns natürlich auch kritisch damit auseinander, analysieren und reflektieren auch die Rolle oder die Stellung und die Anforderungen von Bildungsarbeit, von politischer Bildung und Bildungsarbeit in einer Migrationsgesellschaft. Wir beziehen auch Stellung zu Gesetzesmaßnahmen, wie zum Beispiel den Wertekursen und so weiter. Also wir positionieren uns diesbezüglich auch und setzen uns eben sehr, sehr kritisch auseinander mit der Rolle von Bildungsarbeit in unserer Gesellschaft. Wie ich vorhin schon gesagt habe, eben Zielgruppen, die mehrfach diskriminiert und benachteiligt sind, sind auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit oder sind sozusagen gehören zentral zur Basis und zu unserem Bildungsverständnis dazu. Der Inhalt der Kurse, wie ich auch schon gesagt habe, ist es bei uns so, dass wir uns immer an den Bedürfnissen der Klientinnen orientieren, der Frauen orientieren, die zu uns kommen. Im Lernzentrum, in den Kursen ist es so, dass eben auch der Inhalt der Kurse sich orientiert
an der Lebensrealität der Teilnehmerinnen. Das bedeutet, dass wir nicht irgendwelche abstrakten Themen besprechen, sondern wirklich Themen, die Frauen selber einbringen, die in ihrer Realität relevant sind. Darauf aufbauend wird dann der Kurs und der Inhalt des Kurses gestaltet. Und wir diskutieren auch politisch, gesellschaftlich aktuelle Themen, die im Moment gerade relevant sind, die in den Medien sind, die auch Frauen beschäftigen. Und da führen wir auch in den Kursen Gespräche, tauschen uns aus und führen sozusagen auch diesbezüglich, machen wir auch da Bildungsarbeit sozusagen oder führen eben Diskussionen, politische. Ja, dann zum nächsten Arbeitsbereich von uns. Wie gesagt, wir arbeiten in der Unterstützung mit migrantischen Sexarbeiterinnen und nachdem das speziell ein Arbeitsbereich ist, der auch feministisch sehr umkämpft ist sozusagen oder wo es große Debatten auch gibt im Zugang zu Sexarbeit, würde ich gerne da ein bisschen ausführlicher auch unseren Zugang beschreiben. Das ist auch ein Aspekt, also auch ein Bereich, der besonders in der feministischen Bewegung auch die feministische Bewegung auch teilt, beziehungsweise auch wo uns am allermeisten Gegenwind auch entgegenkommt, und genau deswegen möchte ich auch gern ein bisschen ausführlicher erklären, wie wir dazu stehen, beziehungsweise warum wir auch in unserer Praxis, in unserer feministischen Praxis es eben wichtig finden, Sexarbeiterinnen zu unterstützen. Ja, gesellschaftlich sind eben Sexarbeiterinnen besonders marginalisiert. Und wir sehen es als wichtig an, Sexarbeit anzuerkennen und einen akzeptierenden und unterstützenden Zugang gegenüber Personen zu haben, die in dieser Arbeit tätig sind. Also wir fordern die Anerkennung von Sexarbeit als Arbeit, als eine Arbeit, die die gleiche Anerkennung und den gleichen Schutz verdient wie andere Berufe auch, und eben die rechtliche Gleichstellung von Sexarbeiterinnen mit anderen Erwerbstätigen. Wir sprechen eben deswegen auch bewusst von Sexarbeit und nicht von Prostitution, weil es wichtig ist, eben den Fokus auf die Arbeit zu setzen, also einen arbeitsrechtlichen Fokus auch in den Mittelpunkt zu stellen. Für uns ist Sexarbeit, also die Definition, der wir folgen sozusagen, ist eine freiwillig erbrachte sexuelle Dienstleistung, die einen einvernehmlichen Vertrag zwischen erwachsenen GeschäftspartnerInnen voraussetzt. Das bedeutet, dass es eben auf freiwilliger Basis geschieht, nicht unter Zwang oder unter sonstigen Verhältnissen. Dazu sage ich später auch noch etwas. Eben wie gesagt, der Fokus auf den Aspekt der Arbeit und die Forderung nach Arbeitsrechten ist besonders wichtig, gerade nachdem in der Sexarbeit es Arbeit von mehrheitlich Frauen und mehrheitlich Migrantinnen es sich da um diese Gruppen vor allem handelt. Uns ist es wichtig, durch entsprechende gesetzliche Strukturen und Rahmenbedingungen die prekäre Arbeits- und Lebenssituation von Migrantinnen zu verbessern. Dafür setzen wir uns ein und eben auch gegen systematische, strukturelle Unterdrückung von Sexarbeiterinnen aufzutreten. Für uns ist Sexarbeit keine Gewalt gegen Frauen per se, aber aufgrund der sozialen Marginalisierung, aufgrund von fehlender Anerkennung, aufgrund von rassistischen Strukturen und so weiter wird Gewalt verschärft.
in diesem Bereich. Das bedeutet eben auch, dass die Stärkung der Rechte von Sexarbeiterinnen gleichzeitig auch eine Präventionsmaßnahme gegen Gewalt, Zwang oder Ausbeutung in dem Bereich darstellt. Für uns ist wesentlich, den Fokus, also die Perspektive auf das Recht auf Selbstbestimmung zu setzen, nicht die Frage zu stellen, aus welchen Gründen geht diese Person der Tätigkeit nach und so weiter, sondern eben den Fokus darauf zu setzen, dass es ein Recht auf Selbstbestimmung gibt und das auch in der Sexarbeit gewährleistet sein muss. Ja, wie schon gesagt, für uns ist eben auch Empowerment ein wesentliches Element unseres feministischen Zugangs. Das bedeutet auch, dass wir auf Stärkung, Empowerment und Involvierung von Sexarbeiterinnen setzen und nicht auf Viktimisierung oder auf Ausschluss. Sexarbeiterinnen sollten zum Beispiel in Gesetze, die sie betreffen, auch involviert werden und nicht ausgeschlossen werden. Und gleichzeitig ist es eben wichtig zu differenzieren zwischen Frauenhandel, wo ich später noch drauf eingehen werde, und eben Sexarbeit, freiwillige Sexarbeit. Es muss differenziert werden und klar gemacht werden, auch worüber wir sprechen. Es gibt Machtstrukturen, es gibt Gewaltverhältnisse, es gibt Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel Frauenhandel. Gleichzeitig gibt es eben Sexarbeit und es muss aber differenziert werden, worüber wir da sprechen. Wenn es vermischt wird, unterstützt es weder Sexarbeiterinnen noch Opfer also wirklich Betroffene von Frauenhandel. Es erhöht nur die Stigmatisierung und die Opferzuschreibung und das ist etwas, wogegen wir uns sozusagen auch stellen. Wir wollen auch das Konzept von Prostitution, das sehr viel auch mit Stigma behaftet ist, irgendwie dekonstruieren. Also Prostitution oder eben Sexarbeit wird immer sehr stark auch mit Moral, mit Gewalt, mit Kriminalität in Verbindung gebracht, assoziiert und wir wollen diese Verbindung auch dekonstruieren, indem wir eben über Sexarbeit sprechen und den Fokus auf andere Dinge setzen. Ja, und eben genauso wie gesagt schon, dieses Stigma ist etwas, worunter Sexarbeiterinnen sehr leiden, was eine große Diskriminierung ausmacht, weshalb es für uns eben sehr, sehr wichtig ist, Sexarbeiterinnen zu entstigmatisieren und auch Sexarbeit zu entkriminalisieren, um eben diese Koppelung quasi zu durchbrechen. Sexarbeiterinnen sind nicht wehrlose Opfer, die unfähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, sondern haben auch diese Fähigkeit und darauf setzen wir auch in unserer Arbeit, weil diese Stigmatisierung und Opferzuschreibung hat enorme Auswirkungen auch auf die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen und und auch eben schädliche Auswirkungen auf sie und ihre Arbeit. Ja, was machen wir dann in dem Arbeitsbereich TAMPEP? Da geht es eben, wie schon gesagt, um das Empowerment von Sexarbeiterinnen, um die Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen, genauso wie ich das vorher schon in anderen Bereichen beschrieben habe, steht das im Mittelpunkt unserer Arbeit mit migrantischen Sexarbeiterinnen. Wir versuchen in unserer Arbeit auch die Zugangsbarrieren, die existieren, also Zugangsbarrieren zu Angeboten im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich und so weiter, auch zu reduzieren durch unsere Unterstützung und aber auch gesellschaftspolitische
Partizipation zu ermöglichen und auch die Anspruchnahme eben von Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu ermöglichen. Wir bieten Gesundheitsprävention an, Beratung und Information für Migrantinnen, die in der Sexarbeit arbeiten. Ja, wir arbeiten in dem Bereich mit dem Konzept der kulturellen Mediation. Das bedeutet, dass, also da geht es um vermittelnde Intervention und Unterstützung im Bereich der Sexarbeit. Dieses Konzept wurde von uns, von Tampere Blefö, entwickelt, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen in diesem Tampere-Netzwerk. Was bedeutet das genau? Also wir arbeiten eben mit muttersprachlichen kulturellen Mediatorinnen in dem Bereich, die auch die Migrationserfahrungen mit den Frauen teilen. Das bedeutet, dass kulturelle Mediatorinnen Vermittlerinnen sind zwischen den unterschiedlichen kulturellen Bezugssystemen, den rechtlichen, sozialen und kulturellen Kontexten in dem Herkunftsland und im Zielland und so eben eine Brücke darstellen können. Wir unterstützen eben Sexarbeiterinnen im Sinne auch einer Selbstunterstützung durch die Community. Wir arbeiten auch mit Peer-Educatorinnen und Multiplikatorinnen. Das heißt, wir versuchen auch Sexarbeiterinnen zu involvieren in unsere Arbeit. Und die Angebote, die wir dabei setzen, sind eben einerseits Streetwork, also Outreach. Wir gehen zu den Arbeitsplätzen. Wir bieten Beratung an, Sozial- und Gesundheitsberatung, gleichzeitig auch eine Beratung und Begleitung zur Registrierung. Also es gibt diese verpflichtende Registrierung in Österreich, um legal in der Sexarbeit arbeiten zu können. Da begleiten und unterstützen wir Frauen dabei auch. Wir bieten Workshops eben an für Multiplikatorinnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Gesundheit, Steuer, sozialen Themen, Gewaltprävention und so weiter. Und wir haben auch spezifische Infomaterialien, die wir verteilen. Ja, ein bisschen was ist schon also hat wahrscheinlich schon jetzt durch meine Beschreibung des Zugangs zu Sexarbeit, habt ihr schon mitbekommen, auch unseren Zugang zu Frauenhandel. Genauso wie der feministische Zugang zur Sexarbeit definiert auch unser Zugang zu Frauenhandel unsere Praxis in dem Arbeitsbereich. Für uns ist es ganz wichtig, eben zu differenzieren, wie schon gesagt, zwischen diesen zwei Arbeitsbereichen. Für uns ist Frauenhandel, wenn Frauen aufgrund von falschen Versprechungen, Täuschungen migrieren und im Zielland in eine Zwangslage gebracht werden, wenn sie auch zum Beispiel aufgrund ihrer rechtlosen Situation, zur Ausübung von Dienstleistungen gezwungen werden. Das kann auch im eigenen Land sozusagen passieren, also da muss auch keine Migration davor stattgefunden haben. Und wenn sie in ihrer Würde, ihrer persönlichen oder sexuellen Integrität von Ehemännern oder Arbeitgeberinnen beraubt werden. Das ist unsere Definition von Frauenhandel, nach der wir unsere Arbeit eben auch richten. Ganz klar ist für uns, dass eben Frauenhandel eine Menschenrechtsverletzung ist, eine Frauenrechtsverletzung ist, eine dramatische Form oder eine sehr drastische Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Und wichtig aber auch zu sagen, dass Frauenhandel
in ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen oder ganz unterschiedlichen Bereichen passieren kann, stattfinden kann, eben nicht nur in der Sexarbeit, sondern auch im Haushalt, in der Pflege, am Bau, bei den Erntehelferinnen oder so und so weiter, Saisonarbeit. In all diesen eben eher prekären Arbeitsbereichen kann auch Menschenhandel, Frauenhandel passieren. Wichtig eben auch zu sehen, dass Frauenhandel eingebettet ist in internationale, vorherrschende, eben auch restriktive Migrationsprozesse und Migrationsgesetze, die Frauenhandel auch erst ermöglichen, sozusagen. Ja, wie schon gesagt, ist es wichtig zu differenzieren und klar zu definieren, was Frauenhandel ist, um auch Frauenhandel wirklich erkennen zu können. Es gibt natürlich auch teilweise fließende Übergänge zwischen Ausbeutung, Abhängigkeitsverhältnissen, Gewalt und so weiter, aber es muss da wirklich differenziert betrachtet werden, um genau zu erkennen, wann es sich auch um Frauenhandel wirklich handelt. Die Gewalt oder Ausbeutungsverhältnisse können sich eben verschärfen aufgrund von sozialer Marginalisierung, Diskriminierung, fehlenden Rechten, vor allem eben aufenthaltsrechtlicher Status. Und da ist es wichtig, eben ganz klar diese Dinge erkennen zu können. Ja, es geht da eben auch um ein sehr komplexes Ineinandergreifen von unterschiedlichen Dominanzstrukturen, von Rassismus, Sexismus, globalen ökonomischen Ausbeutungsverhältnissen, wie schon gesagt, restriktiven Migrationsregimen auch, die in Folge eben auch Frauenhandel ermöglichen. Das heißt, die rechtlose Situation von Migrantinnen, von Frauen ist eigentlich die Basis, dass überhaupt Frauenhandel ermöglicht wird. Und das muss verstanden werden, auch abseits von einer Gleichsetzung von Frauenhandel mit Sexarbeit oder auch mit illegalisierter Migration, um in diesem Bereich auch wirklich gut arbeiten zu können. Ja, für uns ist eben das sozusagen dieser Zugang die Basis unserer Arbeit. Wir arbeiten in der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels schon sehr lange in dem Bereich und sind auch die erste und einzige anerkannte Opferschutzeinrichtung für Betroffene des Frauenhandels in Österreich. Ja, wir wollen natürlich in unserer Arbeit Frauen schützen und aber auch ihre Rechte schützen, Zugang zu ermöglichen zu Entschädigungen, zum Beispiel Entschädigungszahlungen für wirklich Betroffene von Frauenhandel, sie auch in dem Prozess begleiten, unterstützen, also im Strafprozess begleiten und unterstützen. All das bietet sozusagen, also ist die Basis unserer Arbeit. Wir haben unterschiedliche Säulen, auf denen unser Angebot basiert. Wie schon wiederholt auch gesagt, steht im Zentrum aber immer die Ermöglichung der Wiedererlangung, auch jetzt im Falle von wirklich Betroffenen von Frauenhandel, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Also sozusagen das Wiedererlangen der eigenen Agency zu fördern durch unsere Arbeit in dem Bereich, damit sie auch wieder ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen können und sich auch die Entscheidungsmöglichkeiten wieder selber aneignen können. Ja, die Bedürfnisse der Betroffenen sind dabei natürlich im Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit, damit wir gemeinsam auch Handlungsmöglichkeiten erarbeiten können wieder. Unser Angebot gliedert sich in unterschiedliche Bereiche. Also wir haben einerseits Schutzwohnungen, wo wir
sicheres Wohnen eben gewährleisten, wo Frauen unterkommen können, die betroffen sind. Wir haben Beratung, das bedeutet wieder ganzheitliche Beratung, psychische, soziale, gesundheitliche und rechtliche Beratung und Unterstützung für Betroffene. Wir bieten eben auch im Strafrecht, also im Strafprozess, Begleitung, juristische Begleitung, aber auch psychosoziale Begleitung, weil gerade in diesen Prozessen es oft sehr, sehr, also die Prozesse dauern oft sehr lange und der Ausgang ist auch öfter unklar. Das bedeutet, dass es auch eine enorme psychische Belastung darstellt und da unterstützen und begleiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja, und dann haben wir auch, bieten wir für die Frauen, die bei uns in den Wohnungen sind oder auch bei uns eben unsere Klientinnen sind, bieten wir auch soziale Aktivitäten an. Das heißt, wir versuchen auch da ein bisschen in diesen Bereichen zu unterstützen durch sportliche Aktivitäten, kreative Aktivitäten und so weiter. So, wie schon gesagt, ist LEFÖ eine feministische Organisation und eine politische Organisation. Also LEFÖ versteht sich als politische Organisation. Das bedeutet, dass wir abseits von der praktischen Arbeit mit den migrantischen Frauen, die zu uns kommen, auch auf politischer Ebene aktiv sind. Diese Gleichzeitigkeit, wie am Anfang schon gesagt, ist eben eins der wesentlichen Aspekte unserer Arbeit. Wir haben eben deswegen auch den eigenen Arbeitsbereich der Öffentlichkeitsarbeit, den ich jetzt dann gleich erklären werde, aber nur vielleicht auch nochmal zum Verständnis unserer feministischen Praxis in dieser politischen Arbeit. Wir setzen uns eben aktiv für die Rechte von Migrantinnen auf struktureller, politischer und auch aktivistischer Ebene ein. Nicht nur eben auf individueller Ebene in den Beratungen, sondern auch auf struktureller politischer Ebene. Weil wir eben der Überzeugung sind und das auch so leben, sozusagen in unserer Arbeit, dass die individuellen Probleme der Frauen, die zu uns kommen, eingebettet sind in Machtverhältnisse, in globale Ungleichheitsstrukturen und dass es deswegen notwendig ist, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen immer zu berücksichtigen, auf die auch hinzuweisen und auch aktiv dafür zu kämpfen oder daran sich zu beteiligen, diese Rahmenbedingungen auch zu verändern, damit sich auch die individuellen Problemlagen verbessern können. Wir positionieren uns eben öffentlich für die Rechte von Sexarbeiterinnen, wie schon gesagt, für die Rechte von Migrantinnen insgesamt, für die Rechte von Betroffenen von Frauenhandel, für die Rechte von mehrfach diskriminierten Frauen und so weiter, weil genau das es erst ermöglichen kann, dass sich die individuellen Situationen verbessern. Gerade jetzt auch in einem gesellschaftlichen Klima, so wie so einem Klima, in dem wir gerade im Moment auch irgendwie leben, in dem Stigmatisierung, Diskriminierung und Marginalisierung von Migrantinnen allgegenwärtig ist und auch immer salonfähiger wird oder salonfähig auch ist eigentlich. Gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, sich als feministische Migrantinnen Selbstorganisation zu positionieren, zu Wort zu melden und eben auch sich gegen diese Tendenzen zu positionieren.
Ja, genau. Also eben die Öffentlichkeitsarbeit bei LEFÖ ähm, schaut so aus, dass wir eben die Expertise, die wir gesammelt haben in den vielen, vielen Jahren der Erfahrung und auch der Praxisnähe, also wir sind ja immer sehr, sehr nah an den Lebenssituationen migrantischer Frauen dran sozusagen, und das ermöglicht es uns auch, Entschuldigung, dass wir Tendenzen, Phänomene, aber auch Maßnahmen und Gesetze, die existieren, interpretieren, analysieren können, in einen Kontext setzen können, und dass wir das auch dazu nutzen, um uns auch bei den unterschiedlichen Themenbereichen zu positionieren. Also eben wie gesagt, wir positionieren uns in den Bereichen Frauen, Migration, Frauenarbeit, Sexarbeit, Frauenhandel, auch Illegalisierung, illegalisierte Frauen, Frauenrechte, Mehrsprachigkeit, in all den Bereichen, in denen wir schon viel Expertise gesammelt haben. Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Formen, wie öffentlich Bewusstsein geschaffen werden kann oder auch Information weitervermittelt werden kann. Wir sind da auf vielen unterschiedlichen Ebenen aktiv oder verwenden da auch unterschiedliche Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Einerseits versuchen wir Medien, die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit, aber auch zum Beispiel spezifische Behörden oder auch Gremien oder Berufsgruppen zum Beispiel zu sensibilisieren. Also wir versuchen eben abseits von einer voyeuristischen Darstellung oder so, oder abseits von dem, wie normalerweise Medien auch Bilder transportieren, versuchen wir andere Bilder in der Öffentlichkeit zu schaffen und zu sensibilisieren für die Situation von migrantischen Frauen. Abgesehen davon organisieren wir selber Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Wir haben zum Beispiel 2007/08 eine große Kampagne gemacht, Sexarbeiterinnen haben Lust auf ihre Rechte. Wir organisieren jedes Jahr am 2. Juni, das ist der internationale Hurentag oder internationale Sexarbeiterinnentag, öffentliche Aktionen, um auch eben auf die immer noch mangelnden Rechte hinzuweisen. Wir nehmen aber auch teil an diversen Events, Veranstaltungen, Demonstrationen, also am 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag, oder am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Da beteiligen wir uns an den Veranstaltungen, Demonstrationen, die es gibt. Ja, und wir organisieren auch selber Seminare, Workshops, Trainings, Vorträge, wie zum Beispiel jetzt den Vortrag. Also wir versuchen auf allen unterschiedlichen Ebenen unsere politische Meinung auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ganz wichtig auch für unsere Arbeit sind nationale und internationale Netzwerke, also Kooperationen mit anderen Organisationen in diesen Bereichen, mit denen wir zusammenarbeiten, um uns auch gegenseitig zu stärken. Wir haben regelmäßige Austauschtreffen mit anderen Organisationen in den Arbeitsbereichen. Wir sind eben in vielen unterschiedlichen Netzwerken aktiv. Nur um einige davon zu nennen, zum Beispiel es gibt das Netzwerk Sprachenrechte, Netzwerk Basisbildung, in dem wir aktiv sind. Wir sind Teil des österreichischen Frauenrings, Teil der Arbeitsgruppe Migrantinnen und Gewalt,
Teil der Arbeitsgruppe Sexarbeit, auch Teil der Taskforce Menschenhandel. Wir sind auf internationaler Ebene zum Beispiel auch aktiv in unterschiedlichen Netzwerken, wie zum Beispiel ICRSE, das ist das International Committee for the Rights of Sex Workers, oder GATW, die Global Alliance Against Trafficking in Women. Also wir versuchen eben auf unterschiedlichen Ebenen, national und internationalen, in Netzwerken auch aktiv zu sein und uns zu positionieren. Ja, da habt ihr jetzt noch einen kleinen Ausschnitt ein bisschen eine Visualisierung sozusagen von den Dingen, die wir jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie gemacht haben, im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Wir hatten in den letzten 2 Jahren ein EU-Projekt im Bereich TAMPEP, wo wir vor allem eben Trans-Sexarbeiterinnen in den Fokus der Arbeit sozusagen gesetzt haben und für ihre Rechte eben ein Projekt gestartet haben. Also das heißt Trans Sex Workers Rights are Human Rights. Das war die Abschlusskonferenz hier. Wir haben im Bildungsbereich, habe ich schon gesagt, gerade auch einen Schwerpunkt zum Digitalisierung das bedeutet DICMIT, dieses Projekt. Hier haben wir für die Rechte von Hausangestellten eben im Rahmen von der IBF uns positioniert. Das hier ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeitsgruppe Klappe auf mit anderen feministischen Organisationen gemeinsam. Dann im Bildungsbereich eine Studie, die rausgekommen ist, gemeinsam mit anderen Organisationen zu politischer Bildung Migrantinnen. Und wir führen auch oder haben in der Vergangenheit auch viele Bildungsseminare durchgeführt. Das hier war ein Bildungsseminar zu den Themen, wie schreibt man Stereotype, also auch eben mit einem Bildungsschwerpunkt. Genau, das waren so die Projekte oder beziehungsweise Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Und hier nochmal kurz ein Einblick in unsere Aktivitäten, Aktionen. Migrantinnenrechte sind Frauenrechte, auf der 8. März-Demonstration, das auch auf der 8. März-Demonstration. Hier war vor vielen Jahren eine Demonstration eben für die Rechte von Sexarbeiterinnen. Das war dieses Jahr am 8. März, haben wir gemeinsam mit unseren Klientinnen in der Schutzwohnungen eben Banner oder ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie wir das nennen sollen, für den 8. März gestaltet. Das war am Internationalen Hurentag, wo wir eben immer diese Aktionen haben. Und hier waren wir gemeinsam mit Red Edition, einer migrantischen Sexarbeiterinnen-Selbstorganisation, auf der Pride letztes Jahr. Ja, genau, ich glaube, das war's. Jetzt habe ich schon relativ lange geredet. Zum Ende vielleicht nur kurz noch, also gerade die aktuelle Situation, in der wir uns alle befinden, zeigt auch sehr deutlich, wie in Zeiten der Krise Personen, die schon davor unter sehr prekären Bedingungen gelebt haben, nochmal sozusagen besonders von Armut, Ausbeutung, Gewalt etc. bedroht sind. Das sind auch viele von unseren Klientinnen. Und da sehen wir es auch als besonders wichtig an, eben solidarisch und gemeinsam vorzugehen und auch diese Gruppen zu unterstützen, die jetzt gerade besonders unter sozialer Isolation leiden, aber auch eben fehlender rechtlicher Absicherung und prekärer Lebenssituation einfach. Wir unterstützen dort, wo wir können, gerade im Moment. Und ihr findet auch auf unserer Homepage, auf lefeu.at oder beziehungsweise auf Facebook
Möglichkeiten zur Unterstützung. Wir wollten auch darauf hinweisen, dass Red Edition, diese Selbstorganisation migrantischer Sexarbeiterinnen, einen Spendenaufruf gestartet hat, auch zur Unterstützung von migrantischen Sexarbeiterinnen, die gerade in einer sehr prekären Lage sind. Das findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite. Ja, also falls die eine oder andere, der andere von euch unterstützen möchte oder auch sonst weitere Informationen bekommen möchte, findet ihr das auf unserer Homepage. Ja, in dem Sinne beende ich jetzt den Vortrag. Ich hoffe, ich konnte euch unsere feministische Praxis ein bisschen näher erläutern und ein bisschen näher bringen. Ja, ich bin schon sehr gespannt auch auf die Fragen oder Anmerkungen, die dann kommen, und freue mich dann sozusagen auf den zweiten Teil, in dem ich dann eure Fragen beantworten kann. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ja, es war nicht allzu lange, und vielen, vielen Dank.